Modalverben sind ein wichtiger Bestandteil der deutschen Sprache und tragen eine entscheidende Rolle bei der Kommunikation. Aber warum sind sie so besonders? Lass uns einen genaueren Blick auf diese vielseitigen Verben werfen. Und ich bin übrigens Chris, Deutschlehrerin und Sprachwissenschaftlerin, und ich helfe dir dabei, die deutsche Sprache noch besser zu verstehen. Modalverben sind Verben, die eben die Bedeutung eines Hauptverbes modifizieren. Sie drücken zum Beispiel Erlaubnis, Notwendigkeit, Möglichkeit, Fähigkeit und noch andere Bedeutungen aus. Die 5 wichtigsten Modalverben sind können, wollen, dürfen, müssen und sollen. Können. Dieses Modalverb drückt Fähigkeit oder Möglichkeit aus. Zum Beispiel, ich kann Deutsch. Hier drückt dieses Verb aus, dass ich eben die Fähigkeit habe, Deutsch zu sprechen. Aber nicht, dass ich das gerade tue, dass ich gerade Deutsch spreche. Dieses Modalverb wird auch manchmal alleine benutzt, also ohne Hauptverb. Dann wird das Hauptverb eben weggelassen, aber impliziert. Zum Beispiel, ich kann Deutsch. Kannst du Deutsch? Schreibe mir deine Antwort auf diese Frage in die Kommentare. Das ist aber ein bisschen informell. Dürfen. Dieses Verb steht für Erlaubnis. Zum Beispiel, darf ich hier parken? Hier fragt die Person, ob es erlaubt ist, an diesem Ort zu parken. Manchmal wird dürfen durch können ersetzt. Also, kann ich hier parken? Das ist aber ziemlich informell und manche würden sogar behaupten, dass das nicht richtiges Deutsch sei. Müssen. Dieses Modalverb drückt Notwendigkeit oder Verpflichtung aus. Zum Beispiel, ich muss heute arbeiten. Hier wird ausgedrückt, dass die Person keine andere Wahl hat, als zu arbeiten. Sollen. Es drückt eine Empfehlung oder Verpflichtung aus. Oft von einer externen Quelle. Zum Beispiel, du sollst deine Hausaufgaben machen. Dies könnte bedeuten, dass jemand anderes erwartet, dass die Person ihre Hausaufgaben macht. Dass es die Regel ist. Wollen. Dieses Modalverb steht für den eigenen Wunsch oder die eigene Absicht. Zum Beispiel, ich will ins Kino gehen. Hiermit wird ausgedrückt, dass die Person eben die Absicht hat oder den Wunsch hat, ins Kino zu gehen. Bewegung. Wenn man eine gerichtete Bewegung ausdrücken möchte, dann darf man das Hauptverb weglassen bei allen Modalverben. Das heißt, statt sowas zu sagen, ich will nach Hause gehen oder ich will nach Hause fahren, man kann einfach sagen, ich will nach Hause. Bei den anderen Modalverben könnte das zum Beispiel so sein. Er darf in den Urlaub. Wir sollten zum Arzt. Ihr wollt ins Kino. Ich muss nach Hause. Modalverben sind besonders, weil sie eine Vielzahl von Nuancen in der Sprache ermöglichen. Sie erlauben es uns, unsere Sätze präziser zu gestalten. Ohne Modalverben wäre unsere Kommunikation oft weniger klar oder differenziert. Ein weiterer spannender Aspekt ist, dass Modalverben standardmäßig in Kombination mit einem Infinitiv verwendet werden, aber ohne das Wort zu. Zum Beispiel, ich kann schwimmen. Hier wird das Modalverb kann mit dem Infinitiv schwimmen benutzt, aber man kann nie sagen, ich kann zu schwimmen oder ich kann schwimme. Für Deutschlernende kann das Verständnis sowie die richtige Verwendung von Modalverben eine große Herausforderung sein. Aber es ist ein lohnendes Ziel.
Modalverben sind der Schlüssel für nuancierteres und präziseres Deutsch. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Sprache und helfen dabei, dass wir unsere Gedanken und Absichten klar ausdrücken können. Modalverben sind aber nicht die einzige Variante von Modalität in der deutschen Sprache. In diesem Video erkläre ich den Unterschied zwischen Modalverben, Modalpartikeln und Modaladverbien. Also, viel Spaß dabei. Tschüss!